Eigentlich schon, als ich im Gymnasium war, war für mich klar, dass ich direkt studieren wollte. Also ich wusste, ich will in die Richtung gehen, Richtung BWL oder Kriminologie, die ich im Nebenfach habe. Und dann habe ich verglichen, was es alles für Angebote gibt. Und ich habe einfach gemerkt, die Universität Bern passt am besten zu mir. Und darum habe ich mich für ein Studium an der Uni Bern entschieden. So, hallo zusammen, ich bin Joel, ich studiere BWL hier an der Uni Bern. Wir sind hier vor dem Hauptgebäude. Es ist Dienstag, 5 ab 8 Uhr, das Kaffee getrunken und der Tag kann losgehen. Für ein BWL-Studium braucht man sicher ein bisschen Flexibilität und auch Offenheit, weil es vor allem im Einführungsjahr sehr vielseitig ist. Also mit dem VWL, mit der Sozialwissenschaft, die man alles studiert. Jetzt haben wir die erste Vorlesung vom Tag und das ist Kostenrechnung. Die ist tatsächlich spannender, als es tönt. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir heute lernen können. Die Kostenrechnung-Vorlesung ist ein Obligatorium, das man machen muss. Ich mache es jetzt in diesem Semester. Ich könnte es theoretisch schon in einem Jahr machen. Also das ist uns eigentlich frei gelassen. Das heisst, man kann sich den Stundenplan eigentlich selber zusammenstellen. Wie es der Name schon sagt, es geht um Kostenrechnung. Eher theoretisch, aber richtig Buchhaltung, richtig Rechnungswesen. Wir haben auch Übungen, die sind immer sehr wichtig, dass man die macht. Und die werden auch gut besprochen. Und von dem her bin ich eigentlich gut gestimmt auf das Fach. Die Vorlesung ist jetzt vorbei. Jetzt gehen wir alle zusammen in einen Gruppenraum und probieren die Übungen zu lösen. Dann können wir schauen, ob wir das Wissen vertieft haben und können noch ein bisschen diskutieren, was wir dann noch machen. Es fängt eigentlich in der ersten Woche an. Also von Anfang an dabei sein, die Übungen machen. Wenn man mal irgendwie nicht dabei sein kann, Podcasts direkt nachschauen. Weil es gibt so viele auch Mitstudierende, die nach 2 Wochen von der Prüfung noch die Hälfte des Jahres nachschauen müssen. Und es funktioniert einfach nicht. Also das hat man einfach gemerkt. Es ist wichtig, dass ihr immer dranbleibt, eure Übungsserien macht. Und darum ist es mega gäbig, wenn man so eine Gruppe hat, weil dann macht es erstens ein bisschen mehr Spass und man kann sich gegenseitig unterstützen. Die Prüfungsphasen sind viel intensiver. Also eben während dem Semester schaue ich einfach, dass ich immer up-to-date bleibe mit den Vorlesungen und mit den Übungen. Und sonst, wo ich lehre, meistens daheim. Also für mich ist es daheim kein Problem. Es gibt viele, die sagen, nein, es ist zu unruhig oder irgendwie haben sie Geschwister, die nerven oder so. Das kann es natürlich auch immer geben. Das ist jetzt bei mir zum Glück weniger der Fall. Und darum hat man natürlich die verschiedenen Bibliotheken. Und dort ist natürlich immer eine sehr ruhige Stimmung. Also man merkt wirklich, alle sind voll drin und am Schreiben. Und da hat man das Gefühl, okay, ich muss auch mitmachen. Aber sonst probiere ich eben wirklich einfach einen gesunden Ausgleich eigentlich zu haben, wo ich so viel Zeit wie möglich noch für mich möchte haben. Und darum ist eigentlich so mein Motto so ein bisschen eben, möglichst effizient, wenn ich etwas für die Uni mache, aber dafür, dass ich auch noch genug Zeit für mich selber habe. Wir sind jetzt am Essen und heute haben wir leider einen kürzeren Mittag, weil normalerweise gehen wir aber noch in Unisport, aber jetzt sind wir einfach gemütlich am Essen und dann geht es am Nachmittag weiter mit den Vorlesungen. Ich habe im Juni das Einführungsstudium abgeschlossen, das heisst, ich bin jetzt im 3. Semester, also im Hauptteil von dem BWL-Studium. Ich habe das Einführungsstudium abwechslungsreich gefunden. Ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel die Fächer von der Sozialwissenschaften haben mich nicht so interessiert. Ich habe auch gemerkt, dass ich da etwas weniger investiert habe und dass ich dann natürlich noch entsprechend weniger gut rauskomme. Und das ist ein bisschen das Reinkommen. Also, man muss sich einleben, die ersten 2 Wochen sind ein bisschen, wie funktioniert es, wo muss ich her, man ist ein bisschen überfordert. Aber man gewöhnt sich daran und dann funktioniert es. Ein Auslandssemester habe ich mir sehr stark schon überlegt, weil es ist eben mega cool. Wir haben an der Universität über 100 Partnerunis, die man da als Auslandssemester machen kann. Und eben auch für BWL ist natürlich überall sehr verbreitet. Bei mir habe ich eben überlegt, würde es so ein bisschen eher in die Richtung von Spanien gehen, Richtung Barcelona. Mein Praktikum weiss ich schon, wenn ich es machen will. Wo weiss ich noch nicht genau. Also ich habe mich ehrlich gesagt noch ein bisschen zu wenig darum da, jetzt für zu schauen, bei welchem Unternehmen dass ich es genau machen könnte. Aber es ist Pflicht, also man muss es machen und eben, ich will es so machen, weil es ist sehr cool für wertvolle Erfahrungen zu sammeln und mal einen Einblick zu bekommen, mal ein bisschen praktisch, nicht nur theoretisch. Jetzt gehen wir hier ins Peondo im Fondro, Saal 001, einer der grössten Säle. Und das ist die letzte Vorlesung des Tages, also noch ein bisschen durchziehen und dann haben wir es geschafft. Personal und Organisation ist genau gleich wie Kostenrechnung auch ein Obligatorium, das ich jetzt eben auch schon in diesem Semester mache. Und das ist eben genau das, was mich eigentlich interessiert, eben mit Menschen umzugehen, wie sie Unternehmen aufbauen, die verschiedenen Strukturen, die verschiedenen Arten. So, also, die Vorlesungen sind jetzt vorbei. Das heisst, jetzt sind wir hier wieder beim nächsten Event Beach and Grill von der Fachschaft. Wie ihr seht, sind ein paar Leute da.
Also es geht echt darum, ein bisschen die Gemeinschaft zu genießen, ein bisschen Volleyball zu spielen und dann noch einen chilligen Abend zusammen zu verbringen. Das heisst, ich gehe jetzt umziehen, dass ich den Spass nicht verpasse. Die Fachschaft der Wirtschaftswissenschaften ist eigentlich ein Untergruppenverein von SUB, sage ich jetzt mal. Das ist ja die Studierendenunterstützung der Universität Bern. Und eben, die kümmern sich vor allem eigentlich um die Studierenden. Also ich bin auch selber Mitglied der Fachschaft. Aber eben, es wird mega viel verschiedenes Zeug gemacht. Ganz viele Events für Networking, wo man mit Unternehmen austauschen kann, Unternehmensbesuch. Das ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und das Ziel ist eigentlich eben, dass man das Studium ein bisschen erleichtern kann für die Studierenden, sage ich jetzt mal. Und auch ein bisschen interessanter machen. So ein bisschen in die Richtung, genau. Das war es aus meinem Studienalltag. Es war ein anstrengender Tag, aber okay, mit den Leuten, mit der Stimmung. Und ich hoffe, ich konnte euch einen besseren Einblick geben ins BWL-Studium. Und ich hoffe, man sieht sich mal an der Uni Bern.